Was taugen Autopflegeprodukte aus dem Baumarkt und was finde ich überhaupt alles? Wir wollen heute mal schauen, was ich so einkaufen konnte. Ich habe mich gewagt, und zwar nach langen Jahren mal wieder in die Autopflegeabteilung des Baumarkts, denn ich wollte mal gucken, was für Produkte gibt es mittlerweile und bekommen wir es damit hin, mit den Ansprüchen eines Hobby- oder Profi-Detailers ein Auto zu waschen. Das wollen wir uns jetzt mal anschauen. In diesem Video möchte ich euch alle Produkte zeigen, die ich gekauft habe, euch sagen, warum ich sie gekauft habe, entweder weil ich sie für vernünftig halte oder auch gerade nicht. Ich habe da so ein, zwei Produkte, die ich so ein bisschen skeptisch sehe, aber das sehen wir gleich. Des Weiteren werde ich euch die Preise nennen, die ich bezahlt habe und habe auch mal zum Stand des jetzigen oder zum jetzigen Stand zur Veröffentlichung des Videos aktuelle Preise rausgesucht, die ich dann mal in Vergleich setze und wir schauen uns am Ende einmal an, ob der Baumarkt oder der Onlinehandel günstiger in diesem Fall ist. Und im nächsten Video schauen wir uns dann die Anwendung am Fahrzeug in der Tiefe an. Aber ich würde sagen, wir starten mal mit dem ersten Produkt. So, als erstes, ach jetzt sehe ich gerade noch, die Autolackaffen Workwear Cappies. So ein Zufall. Wer jetzt noch dieses Video hier sieht, kann bei CleanDot im Shop die Workwear noch bestellen. Schaut auf jeden Fall noch mal rein und sichert euch noch einen Artikel der Workwear. Gibt es wie gesagt nur noch limitiert. Also wer die Sammlung komplett haben will, sollte noch schnell zuschlagen. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt mal durch mit den Produkten. Und zwar, ich habe mir hier die Rechnung aus dem Baumarkt ausgedruckt. Da stehen auch wie gesagt beide Preise und da gehen wir jetzt einmal durch. Erster Artikel, ich fange deswegen gleich von oben an. Fand ich ganz interessant. Die Minutenwäsche von Nigrin. 2-in-1 Shampoo und Glanztrocknen. Also es geht im Endeffekt darum, dass ein Thema, was wir ja häufig haben, dass wir ein Auto waschen, was nicht versiegelt ist. Wir haben Wasserlachen auf dem Auto und es ist sehr anstrengend und mühsam, das Auto zu trocknen. Da hat Nigrin jetzt ein Produkt hier auf dem Markt, was das vereinfachen soll. Das wollen wir uns auf jeden Fall mal anschauen. Wahrscheinlich in einem separaten Video müssen wir mal gucken. Es gibt ja da auch noch ein anderes Konkurrenzprodukt von Sonax, was auch relativ bekannt ist. Da wollen wir einfach mal gucken, wie das jetzt unter dem Aspekt der Trocknungshilfe funktioniert. Gar nicht so sehr, wie doll versiegelt es, wie doll perlt, sondern funktioniert das als Trocknungshilfe? Muss ich dadurch weniger trocknen, habe weniger Wasserlachen und schäumt es denn? Weil das ist ja so ein kleines Problem bei Versiegelungsshampoo, aber nicht zu viel vorweggegriffen. Die Preise waren online wie offline gleich, 5,99 € für 1000 Milliliter. Gut, wie wird es denn verdünnt? 2 Verschlusskappen. Sieht aus wie 2CL. Ja, 20 Milliliter vielleicht. Wir messen es auf jeden Fall nachher mal aus oder ich mache es gleich. So, wir machen mal hier eine Verschlusskappe rein. Sehr dickflüssig, sehr gelig. Und hauen das mal hier in den Dope Fibers Messbecher und, ich kann noch gar nichts lesen. Spritzt hier durch die Gegend. Verdammt, Moos, tut mir leid, ich habe dich nicht getroffen. Ja, 20 Milliliter. Da spricht der Schnapsexperte auf der anderen Seite auf jeden Fall. Also 40 Milliliter auf 10 Liter, relativ normale Dosierung. Relativ gut konzentriert, muss ich sagen. Von daher schauen wir mal, wie es dann nachher in der Konzentration schäumt und funktioniert. Wir gehen ja meistens von einem 20 Liter Eimer aus. Wir waschen ja mit großen Eimern. Deswegen haben wir 80 Milliliter auf so einen Eimer. Und das werde ich mir jetzt einmal ausrechnen und den Preis pro Wäsche euch gleich nennen. Taschenrechner sagt 48 Cent, also roundabout 50 Cent pro Wäsche. Genau, nimm das jetzt für dich, was du auch immer daraus werten willst. Das erste Produkt. Also es handelt sich hierbei um einen 4-in-1 Waschhandschuh. Vorwäsche, Trocknen, Fensterreinigung, Felgenreinigung oder Felgenpflege. Aber jetzt kommt das, was mich schockiert hat. Guckt euch mal die Seite an. Also sorry, aber das ist ein Topfschwamm. Also es gibt keine Oberfläche an einem Auto, wo ich mit dem hier raufgehen würde. Also sowas kann man mal benutzen, wenn man wirklich eine Glasscheibe hat, wo irgendwie Farbe drauf ist. Aber selbst das halte ich schon für extrem riskant. Also ich mache ihn trotzdem mal auf. Ich glaube, es funktioniert halt so, dass man mit Seite 1 anfängt. Das wird hier die Vorwäsche sein. Ne? Wobei auch da das Risiko, dass ich hier mit irgendwo ran, also ja, braucht man glaube ich nicht viel diskutieren. Dann kommt die Seite 2, dann krempel ich mir den hier einmal um. Wahrscheinlich das ganze Auto bestimmt super trocknen. Dann kommt die Seite 3, die Fensterreinigung. Und dann am Ende, warum auch immer am Ende, die Seite 4 hier mit dem Topfschwamm zur Felgenreinigung. Ich glaube, können wir einen sparen, oder? Würde ich sagen. Weg. Aber für alle, die es wissen wollen, 3,95 € kostet dieses wunderschöne Stück Ingenieurskunst. So, Glasreiniger habe ich gekauft. Den habe ich bewusst ausgesucht, weil ich den kenne. Sonax Scheibenklar, absoluter Klassiker, gibt schon ganz, ganz viele Jahre. Kennzeichnungsfreier Reiniger, also wenig Lösungsmittel oder gar kein Lösungsmittel drin. Und kann man auch verwenden für das Kneten als Knetgleitmittel. Wie gesagt, ein Produkt, ja, kenne ich so, deswegen habe ich es ausgesucht. Gab natürlich eine zahlreiche Scheibenreiniger am Baumarkt. Von Nigrin, von Sonax, von No-Name-Produkten, also verschiedenste. Ich habe mich für den entschieden, weil ich ihn, wie gesagt, kenne. Baumarktpreis 7,95 €, Onlinepreis 7,49 €, also etwa 50 Cent günstiger.
Glasreiniger. Dann haben wir ein Produkt, was auch aus der Kategorie, na, ob das so gut geht, stammt. Eine Hochleistungsfelgenbürste für den Akkuschrauber. Ich packe sie gleich mal aus von Ligrin. Ziemlich teuer und ich muss sagen, ich konnte sie nicht im Baumarkt anfassen. Aber auch da werden wir, denke ich, mal ein separates Video machen, weil mich das Ding einfach interessiert hat. Ja, und das ist Waschanlage. Ne? Also die Dinger sind echt hart. Typische Waschanlagenborsten sind vorne ein bisschen gesplitzt, dass sie weicher werden, aber immer noch huiuiuiui. Also, sage ich mal, eine nicht gepflegte Alufelge kann man damit bestimmt waschen, aber spätestens bei einer Hochglanzfelge würde ich da die Finger von lassen. Was ich ganz cool finde, der hat hier so eine Verlängerung, dass man da ein bisschen besser rankommt. Also wie gesagt, wir werden es mal probieren für, sage ich mal, normal gepflegte Alufelgen, die relativ schnell zerkratzen oder zerkratzt sind. Vielleicht eine Alternative. Ich werde einfach mal die Anwendung gucken, nämlich interessiert, ob es spritzt und ob es denn wirklich reinigt, ob ich überall rankomme. Naja, sieht eher aus wie für einen Schornsteinfeger, würde ich sagen. Baumarktpreis 24,99 €. Online kriegst du das ganze Ding für 14,25 €, also eine ganze Ecke günstiger. Machen wir mal weiter. Zum nächsten Produkt, das habe ich jetzt auch mitgenommen, weil es mich interessiert hat, vom Hersteller dieses wunderschönen Waschhandschuhs. Insektenentferner. Warum habe ich den mitgenommen? Erstens, der kostet 2,95 €, habe ich auch online nicht gefunden, also zumindest nicht bei Amazon und den bekannten Autopflegeshops. Fand ich aber ganz interessant, weil kennzeichnungsfrei. Wir haben keinerlei Gefahrsymbol drauf und das bei einem Insektenentferner, der in der Regel alkalisch ist, finde ich spannend. Wir werden auch gleich mal ein pH-Stäbchen reinhalten und uns mal angucken, welchen pH-Wert der denn hat, weil wie gesagt 2,95 € ist natürlich ein absoluter Kampfpreis. Wir haben jetzt aktuell keine Insekten, aber ich habe ihn gekauft, weil man natürlich damit auch Einstiege reinigen kann oder generell stärker verschmutzte Bereiche vorreinigen kann. Dafür kann man den Insektenentferner ja auch nehmen und das war auch meine Idee bei diesem Produkt. Ich hole mal ein pH-Stäbchen und dann gucken wir mal, was das sagt. Für alle, die es noch nicht so genau wissen, ein Insektenentferner ist in der Regel ein alkalisches Produkt, was eben durch diesen leicht basischen pH-Wert, manchmal auch stärker basischen pH-Wert, Insekten gut löst. Wer dazu noch mal mehr wissen will, wir haben auch ein Video zur Insektenentfernung gemacht. Einfach Autolackaffen Insekten entfernen. Dann findet ihr dort unsere Methode und dann erklären wir auch noch mal ein bisschen was in der Tiefe, welche Anforderungen wir an so einen Insektenreiniger haben. Deswegen schauen wir jetzt hier mal nach dem pH-Wert. Was ist der pH-Wert? Der sagt chemisch aus, wie viele Oxonium-Ionen enthalten sind. Egal, also OH-Ionen. Das sagt einfach nur aus, ob ein Produkt sauer ist oder nicht sauer. Und sowohl sauer als auch alkalisch, je weiter wir in diese Extreme gehen, wird ätzend. Das heißt, 7 ist neutral, alles was höher ist als 7 ist alkalisch, alles was niedriger ist als 7 ist sauer. Und je weiter wir an den Rand kommen, desto aggressiver wird ein Produkt, was jetzt per se erstmal gar nicht pauschal schlimm ist. Ne? Also klar, die extremen pH-Wert 14 und pH-Wert 0 oder 1 ist natürlich schon schwierig in der Autopflege, aber prinzipiell sagt der pH-Wert jetzt nicht zwingend über, wie soll ich sagen, die Aggressivität eines Produktes an sich aus und wie effektiv es ist. Es ist einfach nur ein Medium, um zu gucken, gerade was so die Anwenderfreundlichkeit und Materialverträglichkeit betrifft, in welchem Bereich sind wir da. Deswegen werde ich das jetzt einfach mal hier einsprühen, weil ich jetzt hier nicht... Natürlich macht man sowas normalerweise mit Schutzhandschuhen. An dieser Stelle auch mal der Hinweis. Aber hast ja nicht dran gedacht, weil keine Gefahrenhinweise drauf sind. Genau, aber es sind ja keine Gefahrenhinweise drauf. Und welcher Endkunde, der jetzt wirklich mal im Baumarkt so ein Produkt kauft, nimmt immer Schutzhandschuhe. Und ich schaue jetzt mal, also ich bin echt gespannt auf die Reinigungsleistung, weil wir sind hier tatsächlich bei pH 7. Könnt ihr mal gucken. Ja, wir gucken einfach, ob die Farben hier passen auf dieser Skala. pH 7 haut schon relativ gut hin. Ich kann ja noch einmal umdrehen, da wird es dann nämlich alkalisch. pH 8 haben wir noch nicht, da passt auf jeden Fall grün nicht, auch der Gelbton passt nicht. Deswegen werden wir irgendwie so bei 7, 7,5 sein. pH-neutraler Insektenentferner. Ich bin sehr gespannt. Dann das nächste Produkt auch schon bei mir bekannt. Sonax Mikrofaserschwamm. Wie gesagt, einen Waschhandschuh im Baumarkt habe ich jetzt nicht so bekommen, deswegen habe ich so einen Mikrofaserschwamm genommen, wobei ich die Seite tatsächlich nicht ansetze. Ne? Die nehme ich nur zum Halten und wasche dann mit der Seite. Ist wie ein Chenil-Mikrofaserhandschuh, mit dem wir auch häufig waschen. Werden wir als 2-Eimer-Wäsche einsetzen, weil so ein Teil kostet nämlich im Baumarkt 6,95 €, online 7,79 €. Und wenn ich davon 10 Stück kaufe, so, ne, wer kauft Autopflege im Baumarkt, eher Einsteiger, ist unrealistisch, finde ich. Deswegen habe ich das Ding jetzt einmal mitgenommen und wir waschen dann mit der 2-Eimer-Wäsche weiter. Dann nächstes Produkt. Wie gesagt, ich gehe jetzt einfach nach meiner Liste, damit ich am Ende alles habe. Habe ich vorsichtshalber mal mitgenommen. Teerentferner ist auch ein Produkt, was man häufig mal braucht. Entfernt auch
Teer, Ölreste, entfernt Rückstände von Aufklebern, kann auch mal Baumharz sein, also alles, was Lösungsmittel braucht zum Entfernen. Haben wir so einen Teerentferner. Ist auch eine Gefahrenquelle, allein schon weil Aerosol drin ist. Das heißt, beim Sprühen sollte man gucken, auf gute Belüftung achten, aber wiederum auch darauf achten, dass einem das Zeug nicht ins Gesicht fliegt. Zur Anwendung, wie gesagt, kommen wir später. Das Produkt kostet im Baumarkt 8,95 €, online 7,99 €. Genau, ich habe ja schon hier mein Minuten-Shampoo genommen. Ich wollte aber auch noch ein neutrales oder ein versiegelungsfreies Shampoo nehmen. Kennt, glaube ich, jeder. Damit haben, glaube ich, die meisten angefangen. Mein Vater hatte es schon vor 10 Jahren in der Garage. Sonax Auto-Shampoo gibt es in verschiedensten Variationen. Das hier ist der Klassiker. Und deswegen habe ich es genommen. Ist auch spannend. Man kann es auch in dem Hochdruckreiniger einsetzen. Also wir werden das auch als Vorreiniger einsetzen. Okay, das bedeutet ideal für einen Hochdruckreiniger. Das bedeutet ich dachte, damit lässt sich ein Hochdruckreiniger gut reinigen. Ja, kann man auch machen. Also bei der Benutzung steht da drauf, eines Hochdrucksreinigers das Sonax Auto-Shampoo je nach Gerätetyp mit Wasser 1:3 bis 1:5 vorverdünnen, dann in Reinigungsbehälter geben. Also da muss man natürlich wieder gucken, was man für eine Schaumlanze oder für ein Aufbringmedium hat. Jetzt auch hier nochmal der Preis. Ist ja sehr viel drin, sind 2 Liter, 7,50 € im Baumarkt, 7,01 € online. Und auch hier rechne ich euch nochmal den Preis pro Wäsche aus. Genau, danke. 2 bis 3 Verschlusskappen in 10 Liter Wasser. Auch hier gucken wir uns nochmal an, wie viel das ist. Ich würde sagen, es ist ein Schluck mehr als bei der Kappe. Ist aber auch keine Skala drin. Ich finde es immer sehr praktisch, wenn man so Verschlusskappen hat. Das macht nämlich die Dosierung gerade unterwegs einfacher und man braucht nicht irgendwie einen Messbecher mitzunehmen. Wir haben 25 Milliliter pro Verschlusskappe. Das heißt, ja gut, hier steht jetzt 2 bis 3. Gehen wir jetzt mal von dem höheren Verbrauch aus und mal das Extrem. Das heißt, wir haben 75 Milliliter, 26 Cent bzw. 27, wenn man aufrundet. Also die Hälfte vom Nigrin, aber klar, ist auch eine Versiegelung mit drin. Ist generell normal, dass es dann teurer ist, aber unabhängig davon natürlich auch, obwohl es nicht ganz so hoch konzentriert ist wie das Nigrin, immer noch sehr günstig in der Anwendung. Und wie gesagt, Alltime Classic. Ich glaube, das Zeug hat irgendwie jede Werkstatt gefühlt stehen in der Ecke, wenn sie mal ein Auto waschen. Und funktioniert einfach, kann man einfach immer benutzen. Gibt natürlich noch hochwertigere, bessere, mit mehr Reinigungsleistung. Aber wie gesagt, das passt. Gespannt bin ich, wie es in der Foam Gun funktioniert. Das habe ich nämlich selber noch nie probiert. Falls der Insektenentferner nämlich nicht so gut funktioniert, Motor- und Kaltreiniger. Lösungsmittelfrei, also ist nicht der lösungsmittelhaltige, sondern der alkalische, der natürlich dafür gedacht ist, hauptsächlich Motoren von Öl zu befreien, aber es funktioniert natürlich genauso gut in Einstiegen, wenn es da ölig dreckig ist. Kennt der von uns vielleicht, wenn ihr unsere Videos guckt, nehmen wir auch gerne mal einen Kaltreiniger, auch mit Lösungsmittel für Einstiege. Danach muss man sie natürlich wieder fetten. Der wäre als Alternative, falls der Insektenentferner ja wirklich gar nichts macht, habe ich den auch nochmal gekauft, weil ich ihn auch sonst gerne benutze. Natürlich bei uns in der Profiline-Variante alles ein bisschen größer am Gebinde, aber hier im Endkundenbereich 9,95 € im Baumarkt, 8,49 € online. Wir blenden euch ja auch hier immer die ganzen Quellen ein, da seht ihr, wo ich den aktuellen Preis her habe. Kann sich natürlich ändern, je nachdem, wann du das Video guckst, aber das war quasi tagesaktuell. Weiter geht's. Auch ein wichtiges Produkt, gerade jetzt, wir drehen das Video gerade im Winter. Sonax Gummipflege nutzen wir auch hier tatsächlich, weil es natürlich sehr praktisch hier ist mit dem Applikatorschwämmchen oben drauf. Also da geht man einmal ohne Sauen, ohne zusätzliches Tool ums ganze Auto rum, pflegt die ganzen Gummidichtungen. Kostet 5,95 € im Baumarkt und jetzt die Überraschung 7,81 € online. Muss ich auch sagen, habe ich umgerechnet, weil den habe ich online erstmal nur im Zweierpack oder am günstigsten im Zweierpack gefunden. Deswegen habe ich den Preis jetzt mal runtergerechnet auf ein Produkt. Jetzt kommt mal ein kleiner Ausreißer. Damit habe ich auch damals angefangen. Das war eins der ersten, der haben wir zusammen gekauft damals, Mo. Weißt du nicht mehr? So einen kleinen Autoteileladen. Ja, weil ich habe doch Praktikum in der Autowerkstatt gemacht. Und da hatten die McGuire's. Der Meister hat von dem Produkt immer als Goldstaub gesprochen, muss man ganz... Genau. Ultimate Quick Detailer. Ich habe im Endeffekt einen Quick Detailer gesucht. Gab natürlich zahlreiche Wachssprays und so, aber ich habe mich jetzt für den entschieden, weil ich ihn, wie gesagt, noch so ein bisschen nostalgisch kenne und der funktioniert halt einfach ganz gut. Der ist ein bisschen teurer, 21,90 € im Baumarkt, 19,50 € online, wobei man natürlich sagen muss, generell Quick Detailer sind eher teure Produkte. Mustang? Nee, mit den Scheinwerfern, das ist kein Mustang. Ich glaube, das ist ein ausgedachtes Auto. Das ist einfach ein Foto geshoppt. Ich glaube, das ist eine Mischung aus ganz vielen Autos. Ja, ich glaube, es ist ein ausgedachtes damit der Auto. McGuire's ja keine Lizenzgebühr bezahlen muss. Im Zweifel ein Lexus. Im Zweifel ein Lexus, genau. So, dann, wir wollen natürlich auch unsere Felgen sauber machen. Extreme Felgenreiniger Plus Max Effect. Ist im Endeffekt ähnlich wie der Profi-Reiniger Red Max, den wir verwenden. Wir verlinken den ja auch meistens als Endkundenvariante. Ich weiß es nicht, aber ich würde sagen, fast das gleiche Produkt, hat eine gute Reinigungsleistung, sehen wir nachher in der Anwendung. Mag ich sehr gerne. Wie gesagt, ist relativ neu auf dem Markt und noch Testsieger. Gut, muss nichts heißen, aber wie gesagt, wirklich ein gutes Produkt. Kostet im Baumarkt 15,95 € und online 14,95 €. Und dann kommen wir jetzt auch schon zum letzten Produkt. Dann habe ich auch schon wieder ein bisschen Mundfasching und muss erstmal ein bisschen arbeiten, bevor ich weiter rede.
Der Reifenpfleger, da habe ich lange geguckt. Ich habe mich dann für den entschieden, weil es im Endeffekt das Pendant zu dem Gummipfleger Natural Shine ist, den wir aus der Profiline gerne verwenden, weil er einfach einen schönen matten Effekt macht. Genau, und deswegen auch der Preis, hatte ich ja gesagt, 15,95, 14,95 online, im Vergleich zu den anderen Sonax-Produkten deutlich teurer. Aber auch hier wird deutlich, in einer Extreme und auch in einer Profi-Serie, egal bei welchen Produkten, habe ich jetzt hochwertigere Inhaltsstoffe in aller Regel, habe meistens eine bessere Wirkung, höhere Konzentrate, Zeitersparnis. Also da geht es wirklich darum, einfach das Ganze hochwertig zu machen. Wer das erste Mal einsteigt, nimmt die Basic-Produkte, reicht für den Standard auch. Und wer mehr will, nimmt halt hochwertigere oder Profi-Produkte. Das ist ja genau der Grund, warum es unseren Kanal gibt. Am Ende kann man das sicherlich auch mit der kompletten Basic-Serie von Nigrin und Sonax hinkriegen. Aber am Ende geht es ja auch darum, ein bisschen Spaß dabei zu haben. Und allein vom Design sieht man natürlich, das spricht einfach ein bisschen mehr an. Ich sage nochmal den Gesamtpreis im Baumarkt abzüglich des wunderschönen Waschhandschuhs und dieses Produktes, weil ich da wie gesagt keinen Referenzpreis gefunden habe. Wenn ich die mal rausrechne, sind wir bei 126,03 € Gesamtpreis für diese Produkte. Online 110,26 €, also gute 15 € Geld gespart, wenn man es online bestellt. Man kann natürlich auch hier und da gucken, ist jetzt nicht kein Aufruf. Aber wer sagt, hey, ich brauche es jetzt, sofort, ich will loslegen, kann, so ist erstmal mein Fazit, auf jeden Fall in den Baumarkt gehen und findet dort Produkte, die selbst, wo auch ich als Profi sage, ja, damit kann man arbeiten. Und wenn jetzt hier irgendwas leer ist und ich brauche mal schnell was, finde ich im Baumarkt was mein Profi-Produkt ersetzt. Von daher, da hat sich echt viel getan in den letzten Jahren. Wer sich da ein bisschen auskennt und ein bisschen ja, auch Geld in die Hand nimmt und auch vor allen Dingen Know-how in die Hand nimmt, kann auch im Baumarkt gute Produkte finden. So erstmal die Theorie. In der Praxis gucken wir uns das im nächsten Video an. Abschließend möchte ich noch eine Sache sagen. Es fehlen mir insgesamt jetzt noch 3 Hilfsmittel auf jeden Fall. Hilfsmittel Nummer 1 ist ein Eimer, ein Wascheimer. Da kann man jetzt jeden Eimer nehmen, den man auch da hat. Deswegen habe ich jetzt nicht extra irgendwie einen 5-Liter-Eimer gekauft, weil es Quatsch ist, weil im Zweifel hat man zur Not einen Eimer zu Hause. Nummer 2 eine Felgenbettbürste. Also vorne die Felgen könnte ich im Zweifel mit einem separaten normalerweise, aber mit einem Waschhandschuh oder so sauber machen, das wäre kein Problem. Oder halt mit unserem super Akkuschrauber-Tool. Aber was mir wirklich gefehlt hat, war eine Felgenbettbürste. Also irgendeine Bürste, mit der man auch bei schmalen Speichen, wie jetzt bei dem Smart, da komme ich mit der Hand nicht bis nach hinten. Und ein Trockentuch. Ich hätte nur ein Ledertuch bekommen und das wollte ich jetzt wirklich nicht kaufen, weil das möchte ich nicht verwenden, einfach weil die Kratzergefahr zu hoch ist. Und es ging ja darum, Produkte zu kaufen, wo ich sage, ja, damit könnte ich mir auch vorstellen zu arbeiten, zumindest erstmal sie auszuprobieren. Sie könnten funktionieren, weiß ich noch nicht, aber bei so einem Leder brauche ich gar nicht probieren. Das ist einfach nicht das, was ich brauche. Das heißt, ein Trockentuch müsste ich eventuell auch noch online kaufen, dann nehmen wir auch eins von uns. Mo, habe ich irgendwas vergessen? Irgendein Produkt, was dir noch einfällt? Knete. Ja, Knete habe ich tatsächlich auch nicht gefunden, aber nur für eine Wäsche gehört eine Knete auch nicht unbedingt dazu. Ich würde immer nach dem Kneten polieren, aber da hast du recht, Knete fehlt auch noch. Aber erstmal, ich würde sagen, ich habe Hunger. Wir machen mal kurz Mittagspause und dann drehen wir das nächste Video. Da sehen wir uns dann auch wieder im nächsten Video, wenn wir nämlich die ganzen Sachen hier ausprobieren. Dann gibt es nochmal 1, 2 Tipps zur Anwendung und auch mein Feedback zu den Produkten, wenn mir irgendwas auffällt. Vielen Dank hier fürs Zuschauen. Abonniere den Kanal, drückt die Glocke, um das nächste Video und kein weiteres zu verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.